Ich habe euch ja schon gezeigt, wie man Joghurt mit Hefewasser selber macht, aber heute kommt das gleiche nochmal mit Sauerteig und es ist wirklich richtig einfach. Ich habe hier einen ganz normalen Sauerteig, der vor ein paar Tagen gefüttert wurde. Hier, ihr könnt erkennen, der ist schön triebfähig, alles super. Und wie man Sauerteig herstellt, erfahrt ihr nochmal zum Schluss, da verlinke ich euch die Playlist. Und das ist jetzt ein normaler Sauerteig, den gibt es ja auch in flüssiger Variante und fest, wie jetzt zum Beispiel den Lievi Tomate. Und ich brauche den aber jetzt in flüssiger Form, weil das Wasser, was sich dann absetzt, ich für die Joghurtherstellung benötige. Also fülle ich mir das jetzt ein bisschen ab. Ich hätte auch einen größeren Löffel nehmen können oder das einfach umschütten. Aber dann kann ich euch ja schon mal, während ich das jetzt hier weitermache, erzählen, dass die kleinen süßen Tulpengläser, die ihr gerade gesehen habt, von der Firma Gläser und Flaschen stammt. Ich habe da ja auch den Link immer in meinen Videos unten und habe euch ja schon häufiger die tollen Angebote dort vorgestellt. Und ich habe sie angeschrieben und gefragt, Mensch, habt ihr nicht Lust auf eine Kooperation? Und dann haben sie tatsächlich zugesagt und ich freue mich riesig darüber. Deswegen vielen herzlichen Dank dafür. Und die Gläser sind natürlich unten verlinkt und die eignen sich optimal. Ich habe euch ja vor kurzem gezeigt, 4 Rezepte to go. Und da war ja auch dieser das Fruit-ähnliche Dessert, wo ich einfach Joghurt genommen habe und obendrauf so ein Lemon Curd gemacht habe, beziehungsweise es war ein Orangencurd, eine Orangenmarmelade. Und das könnt ihr in diesen Tulpengläsern ganz wunderbar machen, wenn ihr einen Nachtisch für euch und eure Familie machen möchtet oder so als Nachtisch bei der Arbeit. Bei uns zum Beispiel in der Kantine ist es so, da gibt es auch immer so kleine Joghurtgläser und das könnt ihr gesund und lecker selber machen. Und wie ihr die Grundlage des Joghurts macht, das zeige ich euch heute. So, ich habe jetzt noch ein bisschen kaltes Wasser beziehungsweise lauwarmes Wasser geht auch, hier noch mit hinzugegeben und rühre das Ganze um, so dass sich das schön miteinander verbindet. Das sind jetzt 200 Milliliter in Summe. Das reicht vollkommen aus für 1 Liter Milch. Ihr könnt aber auch mehr oder weniger machen. Vielleicht habt ihr ja noch größere Gläser bei euch, die ihr befüllen möchtet. Und das Ganze fülle ich mir jetzt einmal hier um. So, und das war auch die schwierigste Arbeit, denn jetzt brauchen wir ein bisschen Geduld. Denn Milchsäurebakterien lieben eine Temperatur von 20 bis 30 Grad. Daher lasse ich jetzt meinen Sauerteig so circa 2, 3 Tage bei Zimmertemperatur unberührt stehen. Guckt mal, da setzt sich hier die Flüssigkeit ab. Ich rieche mal kurz. Ja, also man riecht dann irgendwann diese Milchsäure heraus. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal vergorene Milch gerochen habt. So riecht es dann und ich habe hier jetzt schon mal den Liter Milch vorbereitet, auch von einer Flasche zur Verfügung gestellt, von Gläser und Flaschen. Vielen Dank hierfür. Ist super auch, um euer Hefewasser herzustellen. Ihr könnt dann da so passende Deckel dazu haben. Wie gesagt, ist alles nochmal unten verlinkt. Und das Zubehör, wo gleich der Joghurt reingeht, das koche ich eben hier so ein bisschen aus. Also, ich habe Wasser einfach heiß gemacht, spüle die damit aus. Ihr könntet es auch noch mal auskochen oder im Backofen bei 100 Grad 20 bis 30 Minuten einmal hineinstellen. Ich finde die Methode mit dem heißen Wasser tatsächlich noch ein bisschen besser und habe das jetzt einfach im Spülbecken hier stehen gelassen, so für circa 10 bis 15 Minuten, auch die Deckel natürlich, und habe es danach auf ein sauberes Küchentuch gestellt. Die Milch habe ich einmal aufgekocht und die muss dann einmal abkühlen, also aufgekocht deswegen, um andere Bakterien zu vermeiden, damit der Joghurt auch wirklich gelingt. Dafür ist das Thermometer tatsächlich sehr hilfreich. Im Moment ist es noch zu heiß. Joghurt wird so circa bei 42 Grad hergestellt und die Temperatur sollten wir ungefähr haben. Ja, 40,7. Das sieht doch toll aus, denn es bringt ja nichts, wenn wir da jetzt unsere Milchsäurebakterien reinschütten und die dann absterben, weil es zu heiß ist. So, und jetzt gieße ich nur diese obere Flüssigkeit vom Sauerteig ab.
Übrigens den Sauerteig nicht wegwerfen. Den könnt ihr jetzt wieder ganz normal füttern und dann habt ihr weiterhin euren Sauerteig. Also es gibt keinerlei Lebensmittelverschwendung. So, die Milch jetzt noch einmal kurz durchrühren, damit die Bakterien überall hinkommen. Und die Gläser stelle ich mir jetzt hier auf mein Backblech. Ihr wisst es ja, ich erzähle es gefühlt in jedem Video. Ich habe ja diesen Mini-Backofen zum Ausprobieren und der hat Temperaturen von 40 bis 230 Grad. Perfekt also, wenn ihr zum Beispiel keinen Gärautomat habt. Falls ihr das aber lieber haben möchtet als einen Backofen, verlinke ich euch das natürlich auch. Und dort werde ich jetzt meinen Joghurt gleich hineinstellen, sobald jedes Glas genügend Milch mit Milchsäurekulturen hat und lasse es dann mit dem Timer mindestens 6 bis 8 Stunden stehen bei 42 Grad. Also richtig einfach, ihr seht es. Einige von euch haben ja auch so einen Joghurtmaker. Den hatte ich früher tatsächlich auch, der ist leider irgendwann kaputt gegangen. Ich hatte mir dann irgendwie keinen neuen mehr geholt und freue mich, dass ich jetzt auch endlich wieder Joghurt selber machen kann, weil das wirklich was ganz anderes ist. So, Deckel drauf und wichtig, bei der Joghurtherstellung nicht umrühren oder irgendwas machen, sondern einfach die Milchsäurebakterien arbeiten lassen und das so stehen lassen. So, ihr Lieben, ab in den Ofen. Und hier ist der Ofen, von dem ich euch erzählt habe. 42 Grad habe ich hier schon eingestellt. Bei diesem Mini-Backofen könnt ihr auf bis zu maximal 8 Stunden eine Temperatur einstellen, wo ihr dann eure Sachen lasst und könnt dann natürlich das dann wieder verlängern. So, und nach den 8 Stunden, guckt mal, der ist ganz kuschelig warm und es hat sich ein bisschen Flüssigkeit abgesetzt. Sieht tatsächlich schon sehr gut aus, aber das testen wir jetzt mal. Ich probiere schon mal, bevor das Ganze in den Kühlschrank wandert. Hier oben die Flüssigkeit. Die könnte man jetzt abgießen. Ich lasse die jetzt noch einfach drinne und nehme ein bisschen von dem Joghurt, der sich hier gebildet hat. Sehr lecker, aber warm. Warmer Joghurt ist nicht ganz so prickelnd, deswegen ab in den Kühlschrank mit euch. Dabei versuche ich auch, die so wenig wie möglich zu bewegen und dann am nächsten Morgen schauen wir mal. Das ist das Glas, wo ich probiert habe, das nehme ich gleich wieder. Aber hier auch die anderen Gläser. Schön fest geworden, also echt klasse. Jetzt einfach oben ein bisschen Marmelade oder Fruchtpüree drauf, ein Kompott und schon habt ihr euer leckeres Dessert dann kreiert. Also viel einfacher geht es nicht und die Gläser sind wirklich optimal als Dessert. Kann ich euch sehr ans Herz legen. Ihr könnt darin natürlich auch was einkochen. Es gibt da passende Gummis und natürlich die Klammern dazu. Da könnt ihr Kleinigkeiten vorbereiten, die einwecken, vielleicht so kleine Mini-Küchlein und dann habt ihr immer so ein Dessert zur Hand. Ja, der schmeckt tatsächlich jetzt schon viel besser, nachdem er im Kühlschrank war. Also, dem selbstgemachten Joghurt steht nichts im Wege, auch nicht dem Anschauen dieser Videos. Ich bin bald wieder zurück. Eure Emma.